Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute war mal wieder Flohmarktzeit. Es war super schönes Wetter, bisschen kalt am frühen Morgen noch, aber ich bin wieder nach Neumünster gefahren, wo ich ja sonst immer jetzt in den Hallenflohmärkten selber auch verkauft habe und habe diesmal aber mit einem Freund nur geguckt und habe tatsächlich viel für meine Verhältnisse eingekauft, weil es waren wirklich so viele tolle Vinylstände da und es gab wirklich ein paar Platten, die ich schon seit längerem suche, in meiner Sammlung vermisse. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal, und es sind auch Käufe bei, die ich eigentlich normal nicht getätigt hätte, aber die Preise waren einfach zu gut, um sie liegen zu lassen. Starten wir mit Depeche Mode und da habe ich ein paar Singles. Shake the Disease, wer mein Video geguckt hat über die Depeche Mode Platten und Singles, da habe ich definitiv schon eine, aber das ist die schwarze und ich habe sie als Erstauflage im roten Vinyl. Habe mich sehr gefreut, weil dadurch habe ich wieder einen Teil in meiner Sammlung ersetzen können. Ich habe 4 Stück bei dem Verkäufer gekauft. Unter anderem Stripped, besitze ich leider schon, werde ich austauschen und die bessere behalten. Dann hier Blasphemous Rumors in roten Vinyl, auch so eine Erstauflage, sehr, sehr cool, wieder ein Stück zur Sammlung beigetragen. Und dann habe ich hier noch It's Called a Heart als 7-Inch Maxi. Das Ganze habe ich ja, für einen guten Preis von 15 € bekommen. Und da habe ich dann auch nicht mehr lange verhandelt. Also ne, ihr habt die Preise auf der Packung gesehen, war wirklich okay. Kommen wir jetzt so zu diesen typischen, ich habe eine Vinylkiste dabei, Verkäufern, da habe ich auch ein bisschen gestöbert. Unter anderem habe ich da Mad Max Beyond Thunderdome bekommen, ist der dritte Mad Max Teil. Ich besitze die schon, ich wusste nicht mehr genau, ob ich sie habe sie mitgenommen, weil der Zustand wirklich gut war. Aber zum Glück ist dieser Tina Turner Sticker bei meiner nicht drauf, das heißt, ich habe jetzt beide Varianten, ohne Sticker, mit Sticker. Kann ich dann auch nicht meckern, werde ich beide in meiner Sammlung behalten, weil Mad Max, die ersten 3 Filme waren einfach cool. Und na gut, der dritte nicht ganz so, aber die ersten beiden auf jeden Fall. Trotzdem gehört er irgendwie dazu und der Soundtrack ist wirklich cool. Dann kommt eine, wo ich schon lange mal so immer geguckt habe, die mir aber jedes Mal einfach zu teuer war. Und zwar ist das Blue Monday von New Order, diese Maxi. Ich kenne sie, weil mein Bruder sie damals hatte und rauf und runter gespielt hat. Ist ein cooler Song. Ich finde einfach diese Vinylhülle, das Cover einfach so cool. Diese alte Diskette, für alle die nicht mehr aus der Zeit kommen, das sind damals Teile gewesen, die hat man in eine Floppy Disk geschoben am Computer und dann konnte man Spiele runterladen oder was auch immer und Sachen drauf speichern. War so ein Teil, ja, wo man auf so einen komischen, auf so einer Magnetfolie oder so Sachen gespeichert hat. Ich fand es einfach mega cool. Blue Monday, cooler Song, ist die Maxi. Die habe ich jetzt auch in meiner Sammlung. So, kommen wir zu einem Stand, der es wirklich in sich hatte. Ich weiß gar nicht, wie ich hier starten soll, um nicht die coolsten Sachen vorwegzunehmen. Ich würde sagen, wir starten auch hier mit Depeche Mode. Und zwar habe ich hier einmal A Broken Frame. Fehlte mir bisher noch in meiner Erstpressungssammlung. Habe ich jetzt endlich. Bin ich auch mega froh, die endlich in meiner Sammlung dazu fügen zu können. Die fehlte mir, A Broken Frame, auch halt als Originalpressung endlich in der Sammlung. Dann ein sehr cooles Teil. Construction Time Again. Davon habe ich schon so einige besessen und auch wieder verkauft. Und immer wenn ich eine günstig sehe, nehme ich sie trotzdem mit. Inklusive Superposter. Und das ist jetzt wirklich der Oberknaller. Die Platten waren jetzt auch kein Oberschnäppchen, aber sie waren auch nicht überteuert. Demnach habe ich da mich sehr gefreut, dass das Construction Time Again Poster mit in der Platte war. Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen und habe die Platte mitgenommen. Dadurch war der Preis natürlich ein bisschen höher als eine normale Construction Time Again. Aber diese Variante mit Aufkleber drauf und Poster musste ich einfach mitnehmen. Sehr, sehr cool. Dann eine Platte, die ich so gut wie nie auf Flohmärkten gesehen habe. Heute ist sie mir 3-mal untergekommen. Unglaublich. Eine Erstpressung, Depeche Mode, Speak and Spell. Sehr, sehr cool. Ist auch ja, ein super schöner Zustand. Die Vinylscheiben von dem Händler waren alle wirklich super gut. Keine Kratzer oder irgendwas. Richtig schönes Ding und ja, konnte ich natürlich nicht liegen lassen, endlich mal eine Erstpressung von Speak and Spell, die mir auch noch fehlte, dazu fügen zu können.
Und ja, da ist sie endlich mega genial. Als erstes bei diesem Stand ist mir das Zuckerstück in die Hände gefallen. Eine Soundtrack Maxi des, wie nennt man das, Intro-Themes oder der Titelmusik so von V, die Außerirdischen. Ich habe es als Kind geliebt. Man hat darauf gewartet, dass die weiteren Folgen in der Videothek endlich verfügbar waren. Ist ja irgendwie so die richtige erste auch Serie gewesen, so neben Star Trek, die so damals, die es gab, und das Ding war einfach ein Knaller. Ich habe es geliebt und diesen Soundtrack oder Picture Disc konnte ich einfach nicht liegen lassen. Sieht einfach mega cool aus. Und ja, da seht ihr schon 2 Songs drauf als Picture Disc, absoluter Knaller. Konnte ich natürlich nicht dran vorbeigehen. Als Fan damals der Serie, super genial. Kommen wir zu einer Kiste, die ich dann danach noch, als ich das bezahlt habe, gesehen habe, wo ich nicht reingeguckt habe. Und da ist mir dieses Zuckerstück in die Hand gefallen. Ist eine Limited Edition In Flames Trigger, eine limitierte EP, die noch eine DVD beinhaltet, die leider nicht dabei war. Aber es ist mir in dem Falle auch egal. Die gehen bei, ich sag mal, Discogs, eBay, so im Schnitt ist der Preis von 90 bis 100 noch was aufwärts, wenn sie vollständig ist. Die DVD ist mir völlig lax. Ich bin froh, dieses 10-Inch Vinyl zu besitzen, weil es sind Songs drauf, die man sonst bisher auf anderen Alben nicht hat. Sehr genial, habe ich mich mega gefreut. Das Teil war ein bisschen teurer, da habe ich tatsächlich im Prinzip jetzt 50 € für gezahlt, habe aber die noch dazu bekommen. Kostenlos. Und das Ding ist wirklich auch ein Knaller. Guckt euch dieses geniale Cover an. Ist ein Sampler, es ist Kiss drauf, deswegen habe ich mir den geholt. Ihr wisst ja, ich sammle auch Sampler mit Kiss drauf. Da haben wir nämlich das Lied A Million to One. Warlock ist drauf, es sind andere Metal-Bands drauf. Und dieses coole Cover mit diesem, komischen, was ist es? Ich habe keine Ahnung. Dieser komischen Gestalt von der Warlock-Platte. Und das ist einfach mega genial. Die gab es kostenlos dazu, sollte eigentlich 12 € kosten. Ich habe das Ganze für einen Fuffi zusammen. Ich glaube, da kann man nicht meckern. Ich bin großer In Flames Fan und das Teil kannte ich bisher nicht. Und es ist mir da in die Hand gefallen und ich dachte einfach so, okay, muss ich mitnehmen. Ist ein Kauf, den ich nicht liegen lassen kann. Ist auch im Internet echt nicht oft zu bekommen, muss man dazu sagen. So, jetzt geht es mit Platten weiter, die ich an einem anderen Stand gekauft habe. Nochmal zu dem Stand, wo ich die In Flames bekommen habe. Da gab es auch coole Picture Disc von Kill 'Em All, Metallica, Ride the Lightning Picture Disc, dann Jump into the Fire als Shaped Picture Disc. Leider preislich alle sehr, sehr hoch. Sind es wahrscheinlich auch wert. Auch alle in sehr gutem Zustand. Es gab sogar eine In Flames Reroute to Remain Erstpressung, wo ich auch schon überlegt habe und wo ich mich jetzt im Nachhinein ärgere. Für 35 € habe ich sie liegen lassen. Die Erstpressung von Depeche Mode Songs of Faith and Devotion. Ein bisschen ärgere ich mich jetzt, aber ich fahre im April nach Holland. Ich hoffe, dass ich die da vielleicht noch bekomme, weil dann habe ich alle Scheiben aus dieser Zeit im Prinzip bis Songs of Faith and Devotion von Depeche Mode als Erstpressung auf Vinyl und da kann ich dann wirklich nicht meckern, wenn ich die dann alle besitze. Dann bin ich eigentlich auch mit Depeche Mode Vinyl-LPs durch. Dann kann ich da einen Haken dran machen. So, gehen wir aber weiter zu Sisters of Mercy. Ist ein Live-Konzert, ist natürlich nicht offizielle Pressung. Ich fand es aber cool, besonders für den Preis. Konnte ich das auch nicht liegen lassen. Auch da konnte ich den ganzen Stapel noch verhandeln. Hier dann nämlich auch noch eine Sisters of Mercy Live 1990, Radio Broadcast, da seht ihr schon die Songs hinten drauf, auch richtig cool, mega Songs. Ja, auch 15 € für die. Dann lag da eine, da habe ich irgendwie gar nicht lange überlegt. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, was sie wert ist, aber eine Doppel-LP im silbernen Vinyl von Cradle of Filth. Ich bin kein großer Fan der Band und aber 12 € für eine Doppel-LP, die noch eingeschweißt war, weil sie hier oben einen Theme-Split hat. Und da konnte ich wirklich echt nicht dran vorbei. Ich bin gespannt, ich muss noch mal gucken, was der Originalpreis für die Scheibe ist. Aber 12 €, also da sagt mir mal, ob die irgendeiner hätte liegen lassen. Gut, vielleicht einer, der mit gar nichts anfangen kann, aber ich stehe auf Melodic Death Metal. Cradle of Filth ist Black Metal. Mal gucken. Entweder gebe ich sie oder tausche sie irgendwann gegen irgendwas anderes oder
Ja, kein Schimmer. Ich habe sie erstmal mitgenommen. Für 12 Euro konnte man da echt nichts falsch machen. Dann gab es an dem Stand auch noch eine Takida, auch original noch verschweißt, auch mit minimalen Blessuren für 13 Euro. Die Jungs machen ab und zu ganz coole Songs. Ich weiß nicht, was auf der Scheibe drauf ist. Muss ich noch mal reinhören. Aber auch da dachte ich mir, mein Gott, das ist... Also Platten für 13 Euro noch zu kriegen, ist schon fast unmöglich in einer Neupressungszeit. Deswegen habe ich auch dazu gegriffen. Kommt auch im Gatefold-Vinyl. Absolut cooles Ding. So, dann an dem Stand auch noch zu guter Letzt 12 Euro. Ich habe am Ende dann natürlich auch noch den Preis um 7 Euro runterhandeln können für den ganzen Stapel. Habe ich endlich den Soundtrack von Labyrinth. Ich liebe diesen Film. Ich finde ihn großartig. Und der Soundtrack von David Bowie zu dem Film ist auch absolut großartig. Ich bin kein großer Bowie-Fan. Aber der Soundtrack, den er zu dem Film gemacht hat, ist absolut genial. Ich liebe Soundtracks und das ist einer der Soundtracks, die wirklich ja auch außergewöhnlich sind. Absolut cooles Ding, sehr schön. Endlich besitze ich die Erstpressung von Labyrinth, dem Soundtrack, weil die Neupressung habe ich mir noch nicht gegönnt, weil ich immer gehofft habe, dass das Ding mir mal über den Weg läuft und da ist sie endlich. Ich habe sie heute bekommen. Und dann kurz vor Ende am letzten Stand. Ich wollte sie mir neulich schon fast beim Mediamarkt kaufen. Als ich mir die Violator geholt habe als Neupressung, lag dann da für 20 Euro original verschweißt Music for the Masses als Neupressung. Und ganz ehrlich, ich konnte nochmal 2 Euro runterhandeln, habe sie dann für 18 bekommen. Und 18 Euro für das Teil, jeder weiß, was das Ding draußen ungefähr kostet, kriegt man eigentlich nicht unter 24,99 meistens. Deswegen, ja, auch das, glaube ich, ein guter Griff, kann ich echt nicht meckern. Und demnach war der Flohmarktausflug heute ein wirklicher Erfolg. Ich bin begeistert, was ich ergattern konnte auf dem Flohmarkt. So viel habe ich, glaube ich, noch nie mitgenommen. Aber irgendwie ist mir heute so alles in die Hände gefallen, was ich seit längerer Zeit suche. Gerade A Broken Frame, Speak and Spell, Labyrinth Soundtrack und dann noch ein paar Käufe, mit denen man dann nicht so rechnet, die wirklich dann aber preislich einfach so gut sind, dass man da denkt, okay, kann ich jetzt nicht liegen lassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und ein Abo, wer es noch nicht getan hat. Und keep on rockin'. Tschüss.